Hallo und willkommen zu einem neuen Tag auf der Baustelle. Heute werde ich versuchen, einige kleine Dinge mal von der Liste zu streichen. Unter anderem geht es darum, das Kopfsteinpflaster zu rütteln und damit dieses Projekt endgültig abzuschließen. Und außerdem will ich die Schalung abnehmen von unserem gegossenen Beton und mal schauen, ob das alles hält oder was da noch so zu tun ist. Und ja, bleibt einfach dran und gespannt, was so klappt und was auch nicht. Ja, so wie an so vielen Bautagen gibt es immer mal wieder Überraschungen und die heutige Überraschung ist, der Rüttler ist nicht verfügbar und daher verschiebe ich das Ganze auf einen anderen Tag und werde jetzt mal versuchen, ein paar andere kleine Aufgaben zu finden, die noch zu erledigen sind. Unter anderem das Tor neu streichen bzw. erstmal den Farbton ermitteln, der da ursprünglich vorhanden war, damit dann die Ästhetik dieses Tors zu verändern, dass es wieder so aussieht, als wäre es in Benutzung und dann hoffen, dass es nicht mehr so krass zugeparkt wird. Dieses Tor hier wird, wie man sieht, immer zuplakatiert und bemalt und da wollen wir jetzt mal die Ästhetik verändern und hoffen dann, dass das was bringt. Wie man sieht, werden hier am Tor immer Plakate angebracht und es wird auch bemalt und dadurch sieht das natürlich so aus, als würde hier niemand mehr das betreiben oder benutzen und daher ja, wollen wir es verändern, neu lackieren und hoffen, dass es dadurch dann so danach aussieht, als ob das hier wieder benutzt wird. Ich mache jetzt mal einen Test, wie es aussieht, wie das funktioniert, den Lack vom Tor zu entfernen, um dann ja, zu evaluieren, ob das eine Aufgabe für heute ist oder nicht. Und ich habe schon ein paar Samples genommen vom Lack und werde dann von der Originalfarbe mir einen Lack anmischen lassen. Hier in dieser Tüte habe ich jetzt den Lack abgenommen und da werde ich mir ja, den Originalfarbton dann anmischen lassen von diesen Samples. Hier habe ich jetzt den ersten Test schon gemacht. Es geht ganz gut. Jetzt hier schon alle Reste von Plakaten und so weiter abgenommen und jetzt wird geschmürgelt und dann wird lackiert. Jetzt wurde gerade geschmürgelt, das war mega laut. Und jetzt kommt es zum spannenden Teil, und zwar der Lackierung. Diese Farbe habe ich hier jetzt abgeblättert und einen Lack geholt, der diese Farbe, diesen Farbton hat. Also wir haben hier so verschiedenste Lackrollen
Scheiße. Und eine Schale haben wir auch. Und dann haben wir die Farbe Nussbraun, wurde sie deklariert. Das ist jetzt auch nicht ganz professionell hier. Aber diese Rolle. Ja, dass man auch keine Abrollfläche hat. Also an sich klappt's. Aber wir brauchen bestimmt 2 Anstriche. Ja. Es ist jetzt hier ganz schön lackiert, würde ich mal sagen. Und ja, der erste Anstrich ist vollbracht. Und beim nächsten Mal, also am nächsten Tag, wenn wir mal hier sind, geht es dann weiter. Als nächstes werden wir dann wahrscheinlich noch eine Schicht draufstreichen und eine kleine Beschriftung, und dann ist hoffentlich ein bisschen klarer, dass diese Einfahrt hier wieder verwendet wird. Und dann wird sie hoffentlich weniger zugeparkt. So ist jetzt hier das Ergebnis. Hallo Leute, wir sind wieder auf der Baustelle und inspizieren gerade das Tor, das wir vor ein paar Tagen schon mal lackiert haben. Es ist nicht ganz optimal, würde ich sagen, gelaufen. Ja, es sieht nämlich so aus. Sprich, wir haben Stellen, wo es abblättert. Und das können wir jetzt noch nicht so ganz erklären. Falscher Lack, falsche Vorbehandlung, zu viel alter Dreck, flüssige Feuchtigkeit. Mal schauen. Wir machen uns jetzt Gedanken, wie es weitergeht. Ja, und dann lackieren wir entweder mit dieser Farbe nochmal, schleifen es vorher ab oder besorgen einen ganz anderen Lack. Wir werden sehen. Also, ich habe jetzt das hier abgeschliffen. So sieht es jetzt aus. Und dann geht es gleich weiter. Dann wird grundiert. Und ja, dann mal schauen. Okay, Mario ist wieder da und hat eine Farbüberraschung mitgebracht. Was wird das wohl sein? Also die letzte Farbe war ja mehr so in Richtung bräunlich. Die war aber eigentlich zu braun. Ja, habe ich so. Ich habe mal mit den Farbpartikeln verglichen. Und die Farbe geht jetzt eher ins Grüne. Yes, das brauchen wir. So sieht die nämlich aus. Oh, das ist aber viel zu grün. Was für eine Farbe haben wir jetzt? Ja, ich muss noch mal kurz ausholen. Also, es gab jetzt doch einen kleinen Tiefpunkt, eine leichte Meinungsverschiedenheit in der Farbwahl. Wir mussten die Filmaufnahmen kurz unterbrechen. Jetzt probieren wir es mit Kupfer.
Farbton Kupfer statt dunkelgrün. Okay, zeig doch mal. Tada! Wow. Not sponsored, by the way. Aber Hammered, falls ihr uns sponsern wollt, feel free. Wir haben hier noch viel. Hier wird noch einiges lackiert. Wird aus einfach ein goldenes Tor. Ich bin mir jetzt auch noch ein bisschen unsicher. Er hat auch eine, das ist hier wieder so eine Art Flagge, die man aufträgt. Diese Lackierung, I don't know. Sieht jetzt bisher noch nicht so richtig perfekt aus. Schauen wir mal, vielleicht entwickelt sich das ja noch zum Besseren, aber wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal eine kleine Pause. Zurück aus der Pause mit ein bisschen Kaffee und Eclair geht es jetzt hier oben weiter und als erstes wird da diese Heizungsöffnung so weit geöffnet, dass da wieder ganze Steine hinpassen. Also da wurde letztlich zu viel Putz aufgetragen, dass wir jetzt damit richtig arbeiten könnten. Und dafür wird ein bisschen schwerer das Gerät bedienen. Wow, das ging eigentlich einigermaßen gut, würde ich mal sagen. Also wesentlich besser als bei der anderen Öffnung für die Heizung. Und ich denke, es liegt daran, dass hier kein Bitumen verarbeitet war, sondern einfach nur Kalkmörtel. Und das ja, macht schon einen recht großen Unterschied. Als nächstes werden wir jetzt hier aufmauern. Es ist nur die Frage, ob wir das heute noch schaffen. Es wird langsam dunkel und ja, vielleicht ist das eine Aufgabe für einen anderen Tag.
Jetzt haben wir noch ein bisschen hier rumgehämmert, beziehungsweise hier wird noch ein ganz bisschen rumgehämmert. Aber dann ist der Bautag wirklich mal vorbei und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Wenn ihr wieder dabei sein wollt und noch nicht subscribed habt, macht das doch voll gerne. Lasst uns einen Daumen hoch da und wie gesagt, sagt uns doch gerne in den Kommentaren, was ihr zu diesen Videos denkt oder ob ihr ein paar wertvolle Tipps für uns habt. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns bald wiedersehen. Brauchst du eine Schutzbrille? Ja, und vielleicht sollte ich mich auch auf so eine Leiter stellen oder so. Schön. Ja, da ist auch diese Armierung dran, ne? Ah ne, ist eine Sauerkrautplatte. That's it. Alright, die Tür ist wieder auf. Woo! Und das ist jetzt der dritte Versuch, hier heute abzuhauen. Und diesmal wird es auch klappen. Von daher sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi!